The Great Reset. The Great Reset ist wohl in aller Munde. Doch ganz unterschiedlich wird dieser Begriff von den Menschen wohl verstanden. Für mich bedeutet dieser Begriff zurzeit den Weg in einen zu verabscheuenden, elitär gestalteten Totalitarismus. Daher will ich viel lieber von einem Great New Reset sprechen, denn den brauchen wir. Dieser Begriff bedeutet für mich die Neuformatierung des weltweit praktizierten ökonomischen Systems, allerdings zugunsten jedes einzelnen Erdenbürgers und die Garantie seiner Rechte und die Unterstützung bei der Umsetzung seiner Pflichten. Dieser New Reset ist unumgänglich, da das seit Jahrhunderten gepflogene, ich komme darauf zurück, kapitalistische System dem Untergang geweiht ist und dies ziemlich auch von Anfang an war. Und sein Zusammenbruch, den ich eigentlich schon seit über 40 Jahren erwarte, unausweichlich ist und unweigerlich zum Zusammenbruch unseres globalen Ökosystems führt. Dieser New Reset ist auch deshalb unumgänglich, da die von den nicht gewählten, bitte nicht vergessen, nicht gewählten Eliten angebotene globale Version des Great Reset vollständig die naturrechtsmäßigen oder von Gott gegebenen Bedürfnisse individueller, umfassender, vor allem Entscheidungsfreiheit mit Füßen tritt und nüchtern gesehen an nichts anderem interessiert ist, als ein weltweites totalitäres Regime zu errichten und dabei nicht zurückscheut, wirklich jedes Mittel einzusetzen, um die Menschen in der von ihnen konzipierten Matrix zu halten, wenn ich diesen Vergleich zu gebrauchen mir gestatte. Ich will und werde zeigen, so Gott will, dass die Umsetzung eines solchen New Resets unter Berücksichtigung bestimmter Rahmenbedingungen grundsätzlich leicht und gänzlich ohne Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder revolutionären Gefahr umzusetzen möglich ist. Die grundlegenden Rahmenbedingungen, welche das neue System zu erfüllen hat, sind in Kürze folgende. Ich werde diese, so Gott will, in den einzelnen Beiträgen eingehender darstellen und in Bezug auf ihre Tauglichkeit, respektive hinsichtlich ihrer Unverzichtbarkeit erläutern. Erstens, es sind momentan nur 5. Beibehaltung oder besser Wiedererlangung der Souveränität oder Souveränitäten aller Nationen und deren Staatsbürger. Zweitens, Garantie und Schutz umfassender individueller, in die Tat umgesetzte Entscheidungsfreiheit. Drittens, und jetzt aufgepasst, nationale Zentralbanken sind nationalstaatliches Eigentum und sind, nochmals aufgepasst, als Dienstleistungsbetriebe zugunsten des staatsbürgerlichen Gemeinwohls zu führen. Ich habe diese Forderung eigentlich nirgendwo noch wohl gehört oder gelesen. Es ist aber meine aufrichtige Überzeugung, dass dies neben dem 4. Punkt die zentralen Punkte sind, ohne deren Umsetzung ein New Reset nicht wirklich möglich sein wird. Wir werden darüber noch genauer sprechen. 4. Der Kapitalismus
in seiner ursprünglichen Bedeutung bildet die systemische Grundlage auch weiterhin, wobei allerdings Zins und Zinseszins absolut verboten sind. In diesem Zusammenhang möchte ich gern auf Paul C. Martins Buch Der Kapitalismus verweisen, der wohl alle notwendigen Informationen und Gedankengänge in wohlgesetzter und leicht verständlicher Sprache zu präsentieren in der Lage ist, um jedem Interessierten das wahre Wesen des Kapitalismus ganz nüchtern betrachtet vor Augen zu führen. Kommen wir zum Punkt Nummer 5. Die nationalen Währungen und deren Emission sind auf der Grundlage des jeweiligen nationalen Produktions- und Leistungsvermögens zu verwalten, und zwar flexibel. Was bedeutet, dass jeder Staatsbürger verhältnismäßiger Eigentümer der umlaufenden Geldmenge ist. Auch dies ein zentraler Punkt. Weder ist ein übergeordneter Staat oder eine Privatbank oder überhaupt irgendeine Bank Eigentümer des Geldes, sondern jeder einzelne Staatsbürger. Diese Liste ist selbstverständlich nicht vollständig, doch wird der Fokus in den folgenden Beiträgen vorerst nur auf diese gelegt, da sie mir als die wesentlichen erscheinen. Je nach Entwicklung und Feedback und aufgrund der Fragen und Vorschläge zu den und hinsichtlich der einzelnen Vorträge und Beiträge wird sich diese Liste essentiell erweitern. Wer den Text der einzelnen Vorträge nachlesen möchte, folge dem eingeblendeten Link.